Lektion eins: Filme schauen. Hi Anna, ich liebe es, Aktionfilme zu schauen, besonders die Verfolgungsjagden. Hallo John, ich auch. Sie bringen meinen Adrenalinspiegel immer in Schwung. Ich mag es, wenn der Bösewicht mit den Guten eine Schießerei liefert. Das ist immer spannend. Es verleiht der Geschichte so viel Spannung. Hast du einen Lieblingsaktionfilm? Bitte ruf. Mad Max, Fury Road ist einer meiner absoluten Favoriten. Tolle Wahl. Die Kinematografie ist atemberaubend und die Aktion ist ununterbrochen. Tja, ich liebe es, wie es einen in Atem hält. Planen wir einen Filmabend, um einige unserer Favoriten anzusehen. Lektion 2: Anspruchsvoll und auch lohnend. Guten Morgen Anna, ich habe gehört, dass du kürzlich ein herausforderndes Projekt übernommen hast. Ja, es war hart, aber lohnend. Es hat mich wirklich zum Wachsen gebracht. Ich kann es mir vorstellen. Wie hat es Sie als Person geprägt? Es lehrte mich Resilienz und die Bedeutung von Ausdauer. Das ist großartig. Die Bewältigung von Herausforderungen führt oft zu persönlichem Wachstum. Hilf. Ich habe gelernt, Schwierigkeiten anzunehmen, anstatt ihnen aus dem Weg zu gehen. Das ist eine starke Denkweise. Was steht als nächstes auf Ihrer Agenda? Ich habe vor, ein weiteres Projekt zu übernehmen, das Teamarbeit erfordert. Die Zusammenarbeit mit anderen kann so bereichernd sein. Lektion 3: Einen Aufenthalt buchen. Hallo Anna, ich habe gerade im Hotel angerufen und Sie sagten, Sie hätten noch ein paar Zimmer frei. Hallo John, das ist großartig. Wie viele Nächte werden Sie bleiben? Ich habe vor, 3 Nächte zu bleiben. Was denken Sie? Das klingt vernünftig. Werden Sie die Gegend erkunden? Definitiv. Ich möchte die lokalen Sehenswürdigkeiten besuchen und das Essen probieren. Das hört sich lustig an. Haben Sie geprüft, ob Führungen angeboten werden? Ja, das tun Sie. Ich denke, eine Führung wäre für Erstbesucher hilfreich. Gute Idee. Es ist eine großartige Möglichkeit, mehr über die Geschichte zu erfahren. Genau. Ich kann es kaum erwarten, alles zu erleben, was die Stadt zu bieten hat. Lektion 4 of Coming Voice. Welle. Hallo Anna, Camping hört sich lustig an, aber beim Wandern bin ich mir nicht sicher. Hi John, warum nicht? Ist das nicht eine tolle Möglichkeit, die Natur zu genießen? Ich stimme zu, aber ist Wandern nicht manchmal anstrengend? Das kann sein, aber die Aussicht und die frische Luft sind es wert. Das stimmt. Was wäre, wenn wir während der Wanderung regelmäßig Pausen einlegen? Ruf. Außerdem können wir ein paar Snacks einpacken, um unsere Energie aufrechtzuerhalten. Gute Idee. Was für Snacks sollten wir Ihrer Meinung nach mitbringen? Ich liebe Studentenfutter und Müsli-Riegel. Sie sind einfach und nahrhaft. Perfekt. Lasst uns bald ein Camping- und Wanderausflug planen. Lektion 5: Rechtliche Perspektiven. Hallo Anna, wussten Sie, dass sich ein Richter weniger von einem Antrag beeinflussen lässt als eine Jury? Hallo John, das ist interessant. Was beeinflusst Ihrer Meinung nach Ihre Entscheidungen? Ich denke, Richter verlassen sich mehr auf Beweise und rechtliche Präzedenzfälle.
Eine Jury lässt sich möglicherweise von Emotionen und persönlichen Geschichten beeinflussen. Genau. Aus diesem Grund kann es sein, dass ein Strafverteidiger es vorzieht, ein Strafverfahren einem Richter vorzulegen. Ich verstehe. Es muss eine strategische Entscheidung sein, die auf den Besonderheiten des Falles basiert. Sicher. Das Verständnis des Rechtssystems kann recht komplex sein. Das ist es wirklich. Sollten wir das nächste Mal tiefer in dieses Thema eintauchen. Tolle Idee. Ich würde gerne mehr über rechtliche Strategien erfahren. Lektion 6: Navigieren in der Stadt. Morgen, Anna, natürlich. Wohin versuchst du zu gehen? Hallo John, ich muss ins Stadtzentrum. Können Sie mir helfen? Absolut. Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel oder fahren Sie mit dem Auto? Ich dachte darüber nach, den Bus zu nehmen. Es scheint einfacher zu sein. Gute Wahl. Der Bus ist in der Regel bequem, um das Zentrum zu erreichen. Wissen Sie, wie oft die Busse fahren? Sie fahren alle 10 bis 15 Minuten, sodass Sie nicht lange warten müssen. Das ist großartig. Ich werde den Busfahrplan überprüfen, bevor ich abfahre. Kluger Schachzug. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Hilfe bei der Wegbeschreibung benötigen. Lektion 7: Amis-Lektionen. Hi Anna, hast du schon von Amüs Musikunterricht gehört? Hallo John, ja. Ich habe gehört, dass sie bereits 3 Unterrichtsstunden hatte. Das ist richtig. Aber ich habe auch gehört, dass Ami und ihr Vater während des Unterrichts gestritten haben. Wiffe, das muss für beide hart sein. Worüber streiten sie? Hauptsächlich geht es um die Art, wie sie spielt. Ihr Vater möchte, dass sie sich strikt an die Regeln hält. Ich verstehe das, aber es ist auch wichtig, dass Ami sich ausdrückt. Genau. Vielleicht müssen sie ein Gleichgewicht zwischen Disziplin und Kreativität finden. Das klingt nach einem guten Plan. Sie sollten besser darüber kommunizieren. Wahr. Hoffen wir, dass sie ihre Differenzen für ihr Wachstum überwinden können. Lektion 8: Eine Sammlung starten. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, eine Sammlung zu starten. Hallo John, das hört sich spannend an. Das möchten Sie sammeln. Ich bin mir noch nicht sicher, vielleicht nehme ich Briefmarken oder Münzen. Beide sind interessant. Haben Sie einen Rat für einen Anfänger? Ja, ich würde empfehlen, sich auf ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Typ zu konzentrieren. Das ist klug. Es macht es einfacher, Ihre Artikel zu finden und zu genießen. Genau. Außerdem kann es Spaß machen, etwas über ihre Geschichte zu erfahren. Ich liebe diese Idee. Vielleicht fange ich auch an, etwas zu sammeln. Du solltest. Es ist eine großartige Möglichkeit zu lernen und gleichzeitig Spaß zu haben. Lektion 9: Freie Handlungsfähigkeit. Hallo Anna, hast du in letzter Zeit die Nachrichten über freie Agentur verfolgt? Hallo John, ja. Es ist faszinierend, wie Spieler ihre Verträge aushandeln können. Rechts. Sie haben jetzt viel mehr Freiheit bei der Auswahl ihrer Teams. Ja, es verändert wirklich die Dynamik im Sport. Glauben Sie, dass dadurch die Konkurrenz besser wird?
Definitiv. Mehr Auswahlmöglichkeiten können zu stärkeren Teams und spannenden Spielen führen. Ich stimme zu. Außerdem bleiben die Fans mit ihren Lieblingsspielern in Kontakt. Für Es ist interessant zu sehen, wie sich die Strategien jede Saison weiterentwickeln. Behalten wir im Auge, wie es sich dieses Jahr entwickelt. Lektion 10. Gesundheitsfragen. Hi Anna, hast du dich ausreichend ausgeruht und gut gegessen? Hallo John, nicht wirklich. Ich habe meine Gesundheit in letzter Zeit vernachlässigt. Das ist nicht gut. Was hat dich so beschäftigt? Die Arbeit war hektisch und ich habe meinen Mahlzeiten keine Priorität eingeräumt. Ich verstehe. In geschäftigen Zeiten vergisst man leicht die Selbstfürsorge. Ja, ich muss Erinnerungen einrichten, um Pausen einzulegen und richtig zu essen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht könnten Sie am Wochenende eine Mahlzeit zubereiten. Da- Das würde Zeit sparen und mir helfen, mich unter der Woche gesünder zu ernähren. Lassen Sie uns gemeinsam einen Plan schmieden, um gesund und motiviert zu bleiben. Lektion 11. Schutterdienste. Hallo Anna, gibt es einen Schüttelservice zum Hotel? Hallo John, ja, es gibt einen kostenlosen Shuttler in die Innenstadt. Das ist praktisch. Wie oft läuft es? Es fährt alle 30 Minuten und ist daher recht leicht zu erreichen. Perfekt. Das wird die Erkundung der Stadt viel einfacher machen. Klar, außerdem müssen Sie sich keine Sorgen um das Packen machen. Das ist ein riesiger Bonus. Gibt es bestimmte Orte, die Sie besuchen möchten? Definitiv. Das Museum und der Park sind beide ein Muss. Klingt nach einem tollen Plan. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Lektion 12. Meinungen zur Haarfarbe. Hallo Anna, meine Mutter hat gesagt, dass das Färben deiner Haare eine alberne Modescheinung sei. Hallo John, wirklich. Was hat sie über deine Haarfarbe gesagt? Sie meinte, dass ich mit grellen Farben nicht gut aussehen würde. Das ist interessant. Möchten Sie eine kräftige Farbe ausprobieren? Ich bin versucht. Ich denke, es könnte Spaß machen, zu experimentieren. Ruf. Haare sind eine großartige Möglichkeit, sich auszudrücken. Rechts. Aber ich möchte auch die Meinung meiner Mutter respektieren. Vielleicht könnten Sie zunächst eine subtile Änderung ausprobieren, etwa Highlights. Das ist eine gute Idee. Es ist ein schöner Kompromiss. Lektion 13. Wetterwunder. Hi Anna, wie ist das Wetter heute draußen? Hallo John, es ist sonnig und warm. Perfekt für einen Spaziergang. Das hört sich herrlich an. Hast du vor, auszugehen? Ja, ich denke darüber nach, einen Spaziergang im Park zu machen. Tolle Wahl. Ein Spaziergang in der Sonne ist erfrischend. Ruf. Ich könnte ein Buch zum Lesen auf einer Bank mitbringen. Das klingt entspannend. Welches Buch liest du? Ich lese einen Kriminalroman. Es hält mich in Atem. Hübsch. Ich liebe einen guten Krimi. Lass mich wissen, wie es ist. Lektion 14. Empfehlungen für Anfänger.
Guten Morgen, Anna. Ein guter Grund, etwas Neues zu beginnen. Hallo John, hast du irgendwelche Empfehlungen für Anfänger? Ja, ich denke, dass es am besten ist, mit etwas Einfachem anzufangen. Das macht Sinn. Womit haben Sie angefangen, als Sie angefangen haben? Ich begann mit einfachen Kochrezepten. Sie waren leicht zu befolgen. Kochen ist eine gute Wahl. Was war dein erstes Gericht? Ich habe Rührei gemacht. Sie sind überraschend gut geworden. Das ist großartig. Es ist eine großartige Grundlage für komplexere Mahlzeiten. Genau. Sobald Sie die Grundlagen beherrschen, können Sie mehr erkunden. Lektion 15. Verhalten des Babys. Hallo Anna, mein Baby ist manchmal nicht perfekt. Hallo John, das ist normal. Was macht sie? Manchmal wird sie wütend oder jammert ohne Grund. Babys können unberechenbar sein. Sind Ihnen irgendwelche Muster aufgefallen? Nicht wirklich, aber ich denke, sie könnte einfach nur müde oder hungrig sein. Das macht Sinn. Babys äußern ihre Bedürfnisse unterschiedlich. Ja, es geht darum zu lernen, was sie in diesem Moment will. Darf nur geduldig und aufmerksam zu sein kann viel helfen. Wahr, es ist eine Lernerfahrung für uns beide. Lektion 16. Zahnpflegegespräch. Hallo Anna, ich hatte gerade meine zahnärztliche Kontrolluntersuchung und der Zahnarzt sagte, ich hätte gesunde Zähne. Hallo John, das ist fantastisch. Hast du ihm gesagt, dass du jeden Tag Zahnseide benutzt? Ja, das habe ich. Er war beeindruckt und sagte, es helfe wirklich. Das ist toll zu hören. Zahnseide kann einen großen Unterschied machen. Absolut. Mir ist aufgefallen, dass sich mein Zahnfleisch seit Beginn der Behandlung gesünder anfühlt. Gut für dich. Haben Sie weitere Tipps zur Erhaltung gesunder Zähne? Es hilft, viel Wasser zu trinken und ich versuche, zuckerhaltige Snacks zu vermeiden. Das sind solide Tipps. Ich muss meine Routine konsequenter einhalten. Wir können uns gegenseitig motivieren, mit unserer Zahnpflege Schritt zu halten. Lektion 17. Hoteljagd. Guten Morgen, Anna. Hast du gute Hoteloptionen gefunden? Hallo John, ja, ich habe ein paar Hotels gefunden, die nett zu sein scheinen. Das ist großartig. Welches Angebot ist Ihnen aufgefallen? Eines hat einen fantastischen Pool und ein kostenloses Frühstück. Das klingt perfekt zum Entspannen nach einem langen Tag. Ja, außerdem liegt die Lage direkt in der Nähe der Sehenswürdigkeiten. Bequemlichkeit ist der Schlüssel. Liegen Sie innerhalb Ihres Budgets? Ich denke, wir werden einen angenehmen Aufenthalt haben, ohne zu viel auszugeben. Eindrucksvoll. Buchen wir es bald, damit wir es nicht verpassen. Lektion 18. Florida Abenteuer. Hi Anna, wir fliegen nächsten Monat nach Florida. Hallo John, das ist aufregend. Sind Sie zum ersten Mal dort? Ja, das ist es. Ich habe so viel über die Strände gehört. Das ist großartig. Besuchen Sie unbedingt die Everglades, es ist atemberaubend. Ich werde.
Ich wollte schon immer die einzigartige Tierwelt dort sehen. Du wirst es leben. Und vergessen Sie nicht, einige lokale Meeresfrüchte zu probieren. Klingt köstlich. Empfehlen Sie bestimmte Orte? Ja, es gibt einen berühmten Fischmarkt, den man unbedingt besuchen muss. Ich kann es kaum erwarten. Es klingt nach einer fantastischen Reise. Lektion 19. Kulturelle Ankünfte. Hallo Anna, hast du schon von den verschiedenen kulturellen Neuankömmlingen gehört? Hallo John, ja. Ich habe gelesen, dass Einwanderer aus Peru und Ecuador ankommen. Genau. Und dann kam auch noch der deutsche Federmann aus Venezuela. Es ist faszinierend zu sehen, wie vielfältig unsere Gemeinschaften werden. Absolut. Jede Kultur bringt einzigartige Traditionen und Aromen mit sich. Ich liebe das. Haben Sie neue Lebensmittel aus diesen Kulturen probiert? Ja, ich habe Ceviche aus Peru probiert und es war köstlich. Das muss ich unbedingt ausprobieren. Es klingt erfrischend und würzig. Du solltest. Die Erkundung verschiedener Küchen ist immer ein Abenteuer. Lektion 20. Leuchtende Ideen für Sichtbarkeit. Hallo Anna, ich dachte, wir könnten die Außenbeleuchtung verbessern, um die Sicht zu verbessern. Hallo John, das ist eine kluge Idee. Welche Art von Beleuchtung erwägen Sie? Ich denke an solarbetriebene Lichter. Sie sind umweltfreundlich und kostengünstig. Tolle Wahl. Sie verleihen dem Raum auch eine schöne Atmosphäre. Genau. Außerdem sind sie einfach zu installieren, da keine Verkabelung erforderlich ist. Und sie können auch dazu beitragen, die Sicherheit bei nächtlichen Aktivitäten zu erhöhen. Rechts. Es ist wichtig, sich im Freien sicher zu fühlen. Gibt es Ihrer Meinung nach bestimmte Bereiche, auf die wir uns konzentrieren sollten? Vielleicht wären der Weg und die Nähe des Eingangs ideale Orte. Guter Anruf. Eine klare Beleuchtung kann in diesen Bereichen definitiv einen Unterschied machen. Lektion 21. Umweltbewusstsein. Hallo Anna, hast du schon von der Reduzierung unseres ökologischen Fußabdrucks gehört? Hallo John, ja, es ist heutzutage ein so wichtiges Thema. Absolut. Was sind Ihrer Meinung nach effektive Möglichkeiten für den Anfang? Ich glaube, dass die Verwendung von weniger Plastik und mehr Recycling eine große Wirkung haben kann. Das stimmt. Auch die Reduzierung des Energieverbrauchs zu Hause hilft sehr. Einfache Dinge wie das Ausschalten des Lichts bei Nichtgebrauch sind wichtig. Und der Einsatz energieeffizienter Geräte kann Geld und Ressourcen sparen. Ja, jede noch so kleine Anstrengung zählt für einen gesünderen Planeten. Lasst uns das Bewusstsein verbreiten und andere zum Mitmachen inspirieren. Lektion 22. Applying Subgrades. Hallo Anna, was sollten wir deiner Meinung nach zuerst für unser Zuhause kaufen? Hallo John, ich denke, ein neuer Kühlschrank wäre großartig. Unseres ist in die Jahre gekommen. Ich stimme zu. Ein energieeffizientes Modell würde uns auf lange Sicht Geld sparen. Definitiv. Außerdem bieten neue Kühlschränke bessere Aufbewahrungsmöglichkeiten. Rechts. Ich liebe die Idee, verstellbare Regale und übersichtliche Schubladen zu haben.
Es macht das Organisieren von Essen so viel einfacher. Haben Sie sich irgendwelche Marken angeschaut? Ich habe Gutes über Samsung und LG gehört. Sie haben tolle Bewertungen. Diese Marken sind beliebt. Vergleichen wir Funktionen und Preise, bevor wir uns entscheiden. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich darauf, ein neues auszusuchen. Lektion 23: Grundlagen des Fitnesskenters. Guten Morgen, Anna. Ich habe gehört, dass das Fitnessstudio das Tragen bequemer Trainingskleidung empfiehlt. Hallo John, das macht Sinn. Es ist wichtig, dass Sie sich beim Training gut fühlen. Genau. Gibt es im Zentrum Schließfächer für unsere Sachen? Ja, ich glaube, es gibt Schließfächer und Duschen. Das ist großartig. Es ist praktisch, sich nach dem Training frisch zu machen. Ruf. Außerdem schützt es unsere Sachen während des Trainings. Auf welche Art von Training möchten Sie sich konzentrieren? Ich denke über eine Mischung aus Cardio und Krafttraining nach, um ausgeglichen zu bleiben. Das ist ein solider Plan. Vielleicht komme ich zu ein paar Krafttrainingseinheiten mit dir. Lektion 24: Fitnessroutine. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit eine Mischung aus Cardio und Krafttraining gemacht. Hallo John, das ist großartig. Wie läuft es bei dir? Es fühlt sich großartig an. Cardio hilft bei der Ausdauer und Krafttraining baut Muskeln auf. Das stimmt. Ich liebe es, wie sie sich gegenseitig ergänzen. Genau. Außerdem bleiben die Trainingseinheiten dadurch interessant und spannend. Haben Sie einen bestimmten Zeitplan, dem Sie folgen? Ja, ich wechsle die Tage zwischen Cardio und Kraftübungen ab. Das klingt effektiv. Ich sollte diese Routine auch ausprobieren. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist motivierend, einen Plan zu haben. Lektion 25: Essen gehen in der Seele. Hi Anna, während du das magst, recherchiere ich ein paar Restaurants in Serside, die wir ausprobieren können. Hallo John, das klingt nach einem Plan. Haben Sie eine bestimmte Küche im Sinn? Ich dachte, wir sollten ein paar lokale Meeresfrüchte probieren. Es soll frisch und lecker sein. Folge dir. Ich habe gehört, dass es dort einen berühmten Ort für Muschelsuppe gibt. Oh, ich liebe Muschelsuppe. Hast du es schon einmal probiert? Ja, es ist cremig und aromatisch. Ich kann es kaum erwarten, welche am Strand zu haben. Definitiv. Lassen Sie uns auch nach Orten suchen, an denen es Sitzgelegenheiten im Freien gibt. Guter Anruf. Bei der Meeresbrise ist es herrlich draußen zu essen. Ich suche nach Bewertungen, um die besten Plätze zu finden. Es wird eine schöne Reise. Lektion 26: Sportlicher Einfluss. Hallo Anna, ich habe darüber gelesen, wie Sie verdammte Modelle nach dem englischen öffentlichen Schulsportsystem entkoppelt haben. Hallo John, das ist interessant. Wie hat sich das auf die Sportkultur ausgewirkt? Nun, es entstand eine Kluft zwischen der Oberschicht und anderen Sportlern. Das war mir nicht klar. Welche Sportarten waren bei den Jungen der Oberschicht beliebt? Sportarten wie Cricket und Rugby waren weit verbreitet. Sie hatten bessere Einrichtungen.
Das macht Sinn. Der Zugriff auf Ressourcen kann das Spiel wirklich verändern. Genau. Es ist faszinierend zu sehen, welche sozioökonomischen Faktoren im Sport eine Rolle spielen. Ich würde gerne irgendwann mehr über dieses Thema hören. Es ist ziemlich faszinierend. Sicher, es steckt so viel Geschichte dahinter. Lektion 27: Kubanische Geschichte. Hallo Anna, wusstest du, dass Kuba 1902 unabhängig wurde? Hallo John, ja, das ist ein bedeutendes Jahr in ihrer Geschichte. Reicht's. Und dann, im Jahr 1959, wurde Kuba ein kommunistisches Land. Das ist eine große Veränderung. Was hat Ihrer Meinung nach zu dieser Veränderung geführt? Es gab viele soziale und wirtschaftliche Probleme, die zur Revolution beitrugen. Ich kann mir vorstellen, dass dies dazu führen würde, dass die Menschen eine andere Regierung anstreben. Genau. Es ist interessant zu untersuchen, wie diese Ereignisse Kuba heute geprägt haben. Syluf, die Geschichte hilft uns wirklich, aktuelle Ereignisse besser zu verstehen. Ich würde gerne weitere historische Ereignisse mit Ihnen besprechen. Lektion 28: Künstlerische Erkundung. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber gelesen, wie Indien im 19. Jahrhundert den größten Teil der Nachfrage nach Kunst deckte. Hallo John, das ist faszinierend. Über welche Art von Kunst sprechen wir? Hauptsächlich Textilien und Gemälde. Mehrere Maler reisten auf indisches Territorium, um Kunst zu schaffen. Das muss eine unglaubliche Erfahrung für Sie gewesen sein. Ja, die Farben und Stile der indischen Kunst sind so lebendig und einzigartig. Ich liebe es, wie Kunstkultur und Geschichte widerspiegelt. Gab es bestimmte Maler, die besonders hervorstachen? Ja, einige berühmte britische Maler wie Thomas Daniel waren für ihre Landschaften bekannt. Das ist erstaunlich. Ich würde gerne mehr über Ihre Werke erfahren. Sicher, die Erforschung der Kunstgeschichte ist immer inspirierend. Lektion 29: Sport Kummelbach. Hi Anna, hast du von Michael Jordans kurzen Comeback in der NBA gehört? Hallo John, ja, es war überraschend, nachdem er in den Ruhestand gegangen war. Welcher Liga gehörte er an? Während dieser Zeit war er bei den Washington Wizards. Es, es ist faszinierend, wie ein Spieler seines Kalibers zum Spiel zurückgekehrt ist. Genau, selbst nach all den Jahren verfügte er immer noch über unglaubliche Fähigkeiten. Hat er bei diesem Kummelbach eine gute Leistung gezeigt? Das tat er, aber es war nicht ganz dasselbe wie in seinen besten Jahren bei den Bulls. Das macht Sinn. Die Liga hatte sich seit seinem Start stark verändert. Wahr, es ist immer interessant zu sehen, wie sich Legenden an neue Herausforderungen anpassen. Lektion 30: Kaffeegespräche. Guten Morgen, Anna. Ich habe gerade eine vollmundige Tasse Kaffee getrunken. Das war der Wahnsinn. Hallo John, das hört sich großartig an. Welche Marke hast du probiert? Ich habe kürzlich eine äthiopische Mischung gekauft. Es hat so reichhaltige Aromen. Ich liebe äthiopischen Kaffee. Es ist oft fruchtig und blumig. Genau. Es ist erfrischend, einen einzigartigen Kaffeegeschmack zu haben. Trinken Sie ihn schwarz oder mit Sahne und Zucker.
Ich bevorzuge es schwarz, um den vollen Geschmack zu genießen. Und du? Normalerweise füge ich einen Spritzer Sahne hinzu. Es gleicht den Geschmack gut aus. Das hört sich köstlich an. Wir sollten einen gemeinsamen Kaffeeverkostungstag verbringen. Lektion 31. Softwarenachfrage. Hi Anna, wusstest du, dass der Technologiesektor boomt? Hallo John, ja. Die Nachfrage nach Software steigt derzeit sprunghaft an. Genau. Unternehmen suchen nach innovativen Lösungen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das stimmt. Es ist aufregend zu sehen, wie viele neue Startups entstehen. Ich stimme zu. Viele junge Unternehmer bringen frische Ideen ein. Welche Bereiche haben Ihrer Meinung nach das größte Potenzial? Ich denke, dass künstliche Intelligenz und Cybersicherheit wirklich Wachstumsfelder sind. Definitiv. Diese Bereiche werden für die Zukunft der Technologie von entscheidender Bedeutung sein. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, welche Fortschritte als nächstes kommen. Lektion 32. Der Aufstieg des Ruderns. Hallo Anna, ich habe über den Rudersport in seinen frühen Gründungsjahren gelesen. Hallo John, das klingt interessant. Was hast du herausgefunden? Die Kombination aus sportlichem Erfolg und Beliebtheit bei den Zuschauern verhalf ihm zu einem deutlichen Wachstum. Das ist interessant. Haben bestimmte Sportler zu dieser Popularität beigetragen? Ja, einige wichtige Ruderer wurden berühmt und zogen bei Veranstaltungen große Menschenmengen an. Ich kann es mir vorstellen. Das Engagement der Zuschauer ist für den Sport so wichtig. Absolut. Es schafft eine lebendige Atmosphäre und regt zu mehr Beteiligung an. Glauben Sie, dass Rudern diese Popularität über die Jahre hinweg beibehalten hat? Das stimmt, aber es gibt auch Konkurrenz durch andere Sportarten. Es ist faszinierend zu sehen, wie es sich entwickelt. Lektion 33. Produktivität und Engagement. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, die Produktivität und das Engagement eines Teams aufrechtzuerhalten. Hallo John, absolut. Es stellt sicher, dass alle effektiv auf gemeinsame Ziele hinarbeiten. Rechts. Wenn Teammitglieder engagiert sind, sind sie tendenziell motivierter und kreativer. Ja, welche Strategien funktionieren Ihrer Meinung nach am besten, um das Engagement zu steigern? Regelmäßiges Feedback und offene Kommunikation können einen großen Unterschied machen. Ich stimme zu. Es gibt den Teammitgliedern das Gefühl, geschätzt und gehört zu werden. Außerdem können Teambuilding-Aktivitäten bessere Beziehungen zwischen Kollegen fördern. Das stimmt. Starke Beziehungen führen zu einer besseren Zusammenarbeit bei Projekten. Definitiv. Es geht darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder gestärkt fühlt.